Willkommen zurück zu Super Road Wars Original Generation. Wir machen weiter mit Kyosuke's Storyline. Da geht Episode 3 jetzt los. Hier habe ich auch eigentlich nichts zu tun mit Units gerade noch. Also legen wir einfach mal los. Nächstes Level kommt. Mal schauen, was uns erwartet. Today makes 2 weeks since you arrived. Are you getting used to things here? Yes, I'm adjusting nicely. The machines are holding up nicely too. You've got a certain overcritical someone to thank for that. How should I put it? Commander? Speak of the devil. What is it, Dr. Radom? Lieutenant Brooklyn should have been back from Florida by now. What is going on with him? He's 12 hours behind schedule at this point. A whole half day. Easy there, Doctor. That schedule was drawn up a month ago. Don't you have better things to get riled up over? This is directly delaying the completion of my 2 machines. As a matter of fact, no, I don't have better things to get riled up over. Fine, fine. I'll put in a call to Lieutenant Brooklyn. I've been looking forward to those 2 machines too. Especially the Alt-I. Stop right there. The official name is the Gespenst MK3. I never proved that insipid codename, in fact. Okay, point taken. At any rate, I have high hopes for the PTs that will back up the Type 0. Then, if you could please try to keep them from getting delayed any further? Sorry, Lieutenant, that was Dr. Marion Radom, Project ATX Head of Development. I see. Going by that intimidating presence of hers, I would say... I forgot to ask you something. You're Second Lieutenant Kyosuke Nambu, yes? Yes, ma'am. What of it? Your max attrition rate is far too high. Would you mind cutting down on all that close combat you do? I'll point out that the mass-produced MK2 was based off of the Type R prototype. You can load it up with all the melee weaponry in the world and it won't accomplish much at close range. Dr. Radom, let me stop you there. The command room isn't really the place for this. Understood. Well then, Lieutenant. Please come and see me later. Commander? The ladies here sure are high-spirited, aren't they? You better keep up. Roger that. I can tell why Lieutenant Kyosuke's attrition rate is so high, and it's not a lack of piloting experience. His mechs just can't keep up with him. We've gotten ourselves one hell of a pilot with him. Maybe he'd be up to the challenge of handling my MK3. Are you thinking about something? Careful, your face might get stuck that way. Only one man is rude enough to talk to me that way. Let me guess, is he Shotoko? Have you finished the motion input for the Zankanto? If you say you haven't, you don't have to finish your thought. I get it. For what it's worth, I can swing a sword around now. For what it's worth? Whoa, there. Good grief. You should let an old man finish before you tear into him. Stick a sword on it, and it will do fine. Even the shape it's in, it's packing enough destruction power to fit the bill. So you're telling me it will be fine even when it can't get full use of the Zankanto? Indeed. There's a saying, a sword belongs in its sheath. So, don't draw your sword? Oh brother, trying to understand your logic is giving me a headache. How about do not expect there to be follow-up slash? If I were to spell it out in crayon for you. Cut or be cut. You must be prepared to kill with a single strike. You can leave those tired old concepts to the Far East branch of the Project SRX. What are you talking about? I don't see any difference between their stuff and the 2 machines you're working on. Excuse me, I have no intention of relying on shady tech like EOT. And the pilot, Major Sanger, how are these preparations coming along? Superbly. Under my guidance, his skill with the sword is increasing every single day. He better show results, or you bring shame to the Jigen Style's name, not to mention your own name. I get it. Good gracious, I have an easier time crossing swords with Thanger and Bullet than dealing with you. A distress signal?
Yes, it seems a transport plane that took off from Florida has come under pursuit from bugs. No, unidentified units. Bugs? Is that a code name for something? Boss, would this transport happen to be Bullet's T3? That's right. Bullet? Would that be our other member, Second Lieutenant Brooklyn Luckfield? Guardian 1, how can a boy so young also be so slow? Something tells me this wasn't his fault. I'll launch in the Type 0. You guys get the Gespenst MK2s you used during practice and come with me. The Type 0s? Is that a new model? The Grungos Type 0. It's a unique humanoid mobile weapon prototype created by the Tesla Reich Institute. Unique? It's not a personal trooper? Nope. Well, it's more of what people call a super robot. I haven't seen it in the hangar. Yeah, it's way different from ours in terms of maintenance and stuff. They keep it in an underground hangar and do work underground like. Anyway, your eyes are gonna pop out of your head when you see it. I can't wait. Enough chit-chat. We're launching immediately. Roger. Der erste Superrobot, den wir zu Gesicht bekommen werden. Episode 3, Cut or Be Cut. Those things are still coming after us. Lieutenant Brooklyn, we can't shake him. Looks like I'd better be ready for the worst. This is assault free. I'll engage the enemy units in this area. T3, please escape immediately. Roger. Destroy all enemies. Any allied unit shot down. Destroy all enemies before the 1000-Füßler reaches the west edge of the map. Also sobald unser Boy entkommen ist, ja, wenn wir bis dato alle besiegt haben, ist gut, sonst ist nicht so gut. Aber wie gesagt, da mache ich mich nicht verrückt mit. 1000-Füßler, das kennen wir schon. Bullet ist ein neuer Charakter, aber ich habe ja gesagt, bei dem Charakter BIOS werde ich erstmal nicht reinlesen, weil da könnten Spoiler drin sein. Jedoch können wir uns ja kurz mal angucken, was der Bullet so kann. Persist hat er schon mal, ja, das wisst ihr ja schon, ist dieses Schadens reduzieren und Bullseye ist nichts weiter als ein garantierter Treffer. Ja, Telekinese kennen wir auch schon. Infighter ist neu. Grants the pilot units melee attack power and movement bonus based on the level of his skills. Ja, auf die Skill, wohlgemerkt. Also du kriegst halt mehr Nahkampfangriffskraft und Movement Bonus abhängig von diesem Skill. Ist gut für Nahkämpfer. Fand ich auf ihn niemals so wichtig, ehrlich gesagt, aber mancher Charakter kann davon sehr profitieren. Ja. Bugs. Vielleicht können wir endlich mal einen Bug lesen. Mittlerweile. Wäre schön, wenn ich es ja nicht vergessen würde wieder. Problem ist, er ist jetzt wirklich nicht der Beste, finde ich, für diesen Einsatz gerade, weil er hat keinen Fokus. Ihr wisst, wie sehr ich Fokus mag. Aber wir können persisten. Ich weiß gar nicht, wie unsere Trefferchancen aussehen. 95, dann können wir uns, glaube ich, einen Bullseye sparen. Gut. Jetzt seine Juni dürfte im Grunde schon wieder ein Gespenst TT sein, ja genau. Die wir ihn schon kennen von der anderen Gruppe. So, der fährt AI gesteuert, ne? Ja genau. Muss ich nicht machen, alles klar. Doof wäre, dass die Bugs gerade in einen Schuss sterben. Kann ich sie trotzdem schon lesen, weil ich sie irgendwo anders schon mal gesehen habe? Mal nachgucken. So, er hat auch den T-Link eingebaut und kann ihn auch benutzen. So, viel mehr hätte ich die erste Runde gar nicht schaffen können, würde ich sagen. Bisher haben sie mich alle verfehlt. Ich glaube, dadurch wird auch mein Defense-Skill noch nicht ausgelöst worden sein. Meine ich. Super, direkt 3 Abschüsse. With just one unit here, I'll hit my limit soon.
There has to be something I can do. Ah! Oh no, the transport. The Grungus Type 0 has arrived. Wow, that's Commander Senger's mech. You're wide open. Ja, direkt einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, der Gute, nicht wahr? So, ganz kurz einen Booster ausgeblendet. Wow, opening with your trump card. Don't you normally save those for emergencies? A fine sword. One that cuts cleanly. I owe Risho-sensei my thanks. Holy crap, he's swinging that ginormous sword around like it's nothing. The first strike wins. One shot, one kill, huh? I can see that Project ATX is no ordinary project. Commander Sänger. There was a weak showing, Brooklyn. Cut before you are cut down. Have you forgotten your techniques and teachings? Sorry, sir. There were too many enemies. Hey, no excuses. Don't they say that samurai should be ready to rock? I was in trouble here. Anyway, it's not ready to rock, it's vigilant as a hawk. Oh, the Japanese fanboy corrects me. We've got a voice of authority over here. It's solid as a rock. Really? Wait, who's this? He's the ATX team's new member, 2nd Lieutenant Kiosuke Nambu. So we've finally found a 4th member? Nice to meet you. I'll be counting on you, Brooklyn. Roger, you can call me Bullet, Lieutenant Kiosuke. Alright. Recover the 1000 fuse until it escapes. All units, stay sharp. Understood. Aye aye. Roger. Just what is that enemy? It's not like any fighter jet or personal trooper I've seen. Is it a new model of mobile weapon developed by the EUTI organization? A new enemy shows up at the same time as new member does. It's all disturbing. So. Ja, der 1000 Fuß ist aber schon ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass hier Gegner nachgespawnt sind. Ich weiß sowas natürlich nicht mehr. Wir können uns aber natürlich gerne mal die Maschine angucken. Das macht natürlich Sinn. Das ist ja ein komplett neues Typchen. Und auch kurz mal den Sänger Sombold. Er hat Bullseye und Persist. Heißt einmal garantiert treffen, einmal halt recht garantiert durchhalten. Bullseye ist ziemlich wichtig auf ihn, weil dieses Riesenteil ist halt auch riesig und so leicht damit irgendwas zu treffen ist es nicht. Er hat aber auch einige Passiv schon, wie wir sehen können. Potential kennen wir schon, Counter kennen wir auch, Infighter kennen wir auch, Commander auch, Hitone auch. Also sind das alle bekannte Moves, aber definitiv keine verkehrten. Er hat auch eine spezielle Ausrüstung dabei, Armor Breaker. Die reduziert natürlich die Rüstung des Gegners, das ist auch ziemlich nützlich in manchen Fällen. So, jetzt gucken wir mal kurz, kann ich euch nachlesen? Nein, weil ich euch erst einmal bekämpft haben muss in derselben Schlacht, ne? Ich hoffe, ich kriege die nochmal so gehittet, dass sie nicht direkt sterben. Egal. Ich glaube, wie gesagt, hier kommt nichts mehr, weswegen ich hier stehen bleiben müsste. Deswegen werde ich mich einfach mit maximal bewegen mit den beiden. Du kannst auf jeden Fall auch excellen, damit du ein bisschen weiterkommst. Ich weiß nicht, ob du eine Waffe hast. Nee, ich glaube, du hast keine Waffe, die den Gegner erreichen könnte. Also bleib mal da stehen. So, Bulle, der soll mal euch noch mitmischen. Sein Persist ist immer noch aktiv, weil er gerade gar nicht getroffen wurde. Was sehr nice ist. Da kann er sich direkt noch ein bisschen austoben. So. Was wir jetzt vielleicht machen könnten, ist, witzigerweise, ich könnte einfach mal riskieren, ohne Bullseye anzugreifen. Da gibt es nämlich eine hohe Chance, dass ich nicht treffe. Wir nutzen mal einfach
den Hyper Blaster. Der hat das Type Zero Sangato hat die geringsten Chancen zu treffen. Trotzdem 100% okay. Die Bugs sind so popelig. Na gut, dann ist es auch egal. Dann machen wir lieber das hier. Boost Knuckle ist ein Skill, den wir noch nicht gesehen haben. Boost Knuckle. Roketo Punchy. Spawnt hier noch was nach oder nicht? Ich weiß es einfach nicht mehr. Was sagt die Objectives nochmal? Also eigentlich haben wir nur noch eine Runde, bis er da rankommt. Dementsprechend spawnt da wahrscheinlich nichts mehr nach. Sonst wäre das nämlich gar nicht machbar. Ja, gut für ihn, noch ein bisschen Erfahrung. Hat sich Bullet ja gleich gut rausgetan in diesem Kampf. Massenweise Kills gemacht. Und Level 6. So, du kommst jetzt nicht durch, oder? Ja, nächste Runde erst, genau. Okay, jetzt ist übrigens die Frage, wem gibt man die Erfahrung? Ne? Keiner von uns kann jetzt irgendwie gain oder sowas, was für extra was bringen würde. Nee. Excelin ist Level 4 erst, ne? Also Excelin hätte eigentlich die Erfahrung am nötigsten. Sänger schon 6, du bist auch schon 6. Okay, da würde ich sagen, machen wir den Abschluss mit ihr. Dann hat sie auf jeden Fall vielleicht Level 5 erreicht. Auf jeden Fall, weiß ich es ja gar nicht. Aber sie hat es auf jeden Fall am nötigsten von allen. Also einmal Split bis jetzt abfeuern. Oh, er hat überlebt. Gut für uns. Ich hatte das gehofft, ehrlich gesagt. Schlecht für sie natürlich jetzt wegen der Erfahrung, die ich eben angesprochen habe. Aber jetzt können wir doch mal in Ruhe noch einen Bug nachlesen. Sehr schön. Ich dachte schon, das schaffe ich gar nicht mehr. Okay, komm. Die Chance nutzen. So, Unit. Megilot. A small, all-purpose, unmanned mobile weapon possessed by the extraterrestrial intelligent life forms called arrogators. Their high-performance sensors ensure that they are used not just for combat, but also for reconnaissance by force, patrols and other purposes. They are the most numerous by far of all the arrogator weapons. Schön, dass wir nochmal lesen durften. Okay, dann hol die Erfahrung, jetzt ist es in Ordnung. Dann hast du dies auch mal geschossen, die Runde, Kioske. Schön. Einerseits freut es mich, dass ich bisher diese ganzen Sondermissionen schaffe. Ich weiß, das wird irgendwann aufhören. Andererseits ist es, wie gesagt, mir auch sehr unangenehm, weil das Spiel immer schwieriger wird. Also man, schwieriger als hart kann es nicht werden, aber das ist trotzdem irgendwann spürbar. It looks like that was the last one. T3 to Assault 1. We are now leaving the airspace. Roger that. Phew, that's one less thing to worry about, right, Commander Singer? Don't get careless, Brooklyn. The battle isn't over yet. Oh, ist doch gar nicht vorbei. Da kommt noch eine Verstärkung. Super. Aber der Auftrag ist erfüllt, das ist die Hauptsache, also der extra Auftrag. Oh, another tour group to show around. They move surprisingly fast, don't they? I don't get it. Does this mean they were after the transport? They were, statt wahrscheinlich gerade eher, ne? Naja. They are here to investigate my Type 0, if I'm not mistaken. Alright, I'll leave the rest to you all. Wait, what? Huh? Wait, boss, how about an explanation? Enough talk. No return to base until all enemy units have been dispatched. Consider this your new assignment. Okay. Hey, we're not out of the picnic here. Come on, Kioske, say something. It's a pretty decent first training exercise with the team.
I think your chat is getting cut short. We've got incoming. Now then, let's do it. Okay, also dann haben wir noch einen großen Haufen Gegner zu besiegen. Jetzt nur mit den dreien, die noch hier sind. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich bei keinem von den beiden Fokus benutzt habe. Aber das wird schon okay sein. Du kannst eigentlich schon den ersten Abschluss hier wahrscheinlich dir gönnen. So kriegen wir sie vielleicht doch noch Level 5. Wir können ihr ein paar Abschlüsse gönnen, also der guten Excelin. Die braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Erfahrung. Da wollen wir gar nicht meckern. Und sind wir ehrlich, diese Bugs sind nicht unbedingt bedrohlich. Die haben so viel Masse, dass von der Klasse gar nichts übrig geblieben ist. Da wurde der Defense Skill ausgelöst. Daher haben wir jetzt lediglich 10 Schaden genommen. Der hat jetzt Potenzial, jetzt einen vollen Schaden zuzufügen, aber ganz ehrlich, da mache ich mir keine Sorgen. Ist der Letzte, der an Bulle drankommt. Der darf ruhig treffen, wenn er möchte. Das wäre halb so schlimm. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Haben die beide eine R-Unit? Nein, das ist ja die MP-Unit, aber die hatten wir auch schon gelesen. Ja, ich erinnere mich gerade wieder, doch, alles gut. Aber lieber nochmal nachher guckt, als irgendwie etwas übersehen, was ja auch schade gewesen wäre. So, Fokus. Die Machine Gun ist ein bisschen besser, ob sie ausreicht, bin ich unsicher. Weil wenn ich jetzt mit ihm erst angreife, dann habe ich doch den Vorteil, dass die noch mit drauf schießt, oder? Wegen Attack, genau. Dann lasst euch mal zusammenarbeiten. Falls er den jetzt nicht killen sollte, schießt sie nochmal nach. Dann ihre Support-Attack-Fähigkeit. Support-Attacks machen auf jeden Fall weniger Schaden als Vollständige-Attacke. Wäre sonst auch völlig broken. Aber es ist trotzdem hilfreich. Weil ihre Runde wird dadurch auch nicht beendet. Sie können immer noch selber angreifen. Gut. Er hat trotzdem nicht genug Power bekommen für einen stärkeren Angriff, aber das ist schon in Ordnung. Deshalb so wild. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das ist mir schon sehr oft passiert, dass ich eigentlich zurückgehen möchte, dann noch Wait drücke und dann kann ich keine Aktion mehr durchführen. Kriegt sie noch Erfahrung? Ja, bestimmt. Das kommt schon noch zustande. Das war trotzdem ein bisschen doof gerade. Ich wollte eigentlich nicht da die Runde beenden, ohne anzugreifen. So, Bullet, du hast jetzt genug Erfahrung gezogen. Lass den anderen beiden auch noch ein bisschen was übrig, bitte. Sehr gut, dass beide auf sie schießen, das ist völlig in Ordnung. Da sind beide auch entsprechend geschwächt und können gleich abgesnackt werden. Und wir haben mittlerweile keine extra Aufzüge mehr, das heißt, ich kann mir gut Zeit lassen. Ich meine, im Grunde zählt das Spiel auch den Turns.
jeder einzelne. Das ganze Spiels. Aber sowas ist mir derartig egal. Ich muss da nichts unterbieten, das schon okay. Das geht schon klar. Sie kann ruhig für ihn tanken. Ihr geht's hier noch gut genug, falls er getroffen werden sollte. Unser Kontertrigger, aber der konnte wirklich tödlich sein. Er hat eine volle HP. Außer Crit jetzt. Ne, 16 Crit reicht nicht. Okay, gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Ah. Da haben wir es mal. Aber ihr seht ja, Defend ist schon ziemlich gut darin, den Schaden zu reduzieren. Also bei kleineren Attacken ist es schon besser, Defend einfach zu nutzen, falls man dann getroffen werden würde. So oder so kommt in der Regel dann besser dabei weg, ne? Wenn natürlich jetzt ein super krasser Omega-Boss dich angreift, dann solltest du es vielleicht überlegen. Plus die Tatsache, dass wenn es dir schon schlecht gehen sollte, aber das war jetzt alles nicht der Fall, ne? So, wir könnten joinen lassen, aber da sehe ich keinen Grund für, ehrlich gesagt. Ich würde lieber dafür sorgen, dass wir jetzt mal vorankommen hier. Endlich meinen Kill für sie securen. Du holst auch noch einen schönen Kill hier vorne. Dann hoffe ich mal, dass der letzte auch noch für sie bleibt. Dann haben wir noch ganz gut die Gegner aufgeteilt. Ja, wohl könnten sie es noch einmischen, aber wie gesagt, ich hätte lieber, dass sie die Erfahrung bekommt. Und den letzten. Und das wird locker reichen. Jo, das war so das Level-Up wert. Sehr schön. Pierce. Ich glaube, Pierce war ein Skill, der dir erlaubt, ich glaube, gegnerische Schilde auch, aber vor allem gegnerische Fähigkeiten zu umgehen. Wenn die zum Beispiel mal irgendwas haben, was ihren Schaden reduzieren würde, kannst du es damit ignorieren. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Gegen ganz spezielle Gegner. Aber sehr häufig nutze ich das in der Regel nicht. Bullet. Any enemies left? Not that I can see. That was one hell of a combat exercise. Yeah, our commander does pretty much everything spur of the moment. Girls hate pushy girls, you know? Being hated by girls is a small price to pay if it means winning battles. Wow, talk about unhealthy logic. Guys and girls are supposed to be like... Now that Lieutenant Kioska showed up, hopefully this means Lieutenant Exceline will stop giving me a hard time. Okay. Great work out there. Looks like they work well as a team. Naturally, I wouldn't have selected members that couldn't make it through a fight like that. Is that so? Looks like I was right to put you in charge of the AGX team. Then again, you were one of the aggressor's founding members. Please keep that to yourself. I haven't told Kioski, Exceline or Brooklyn anything about my past. I see. Moving on, Commander, about the Arrogators. Reports say that there's been a higher frequency of scout sightings in certain areas lately. Yes, I've seen that report. Certain areas of North America, Southern Europe and Far East and the Marquesas Islands, yes? The common thread is they're all places where anti-Arrogator weaponry is being researched or developed. It's possible that they were there to investigate those two new units, or the Grundrus Type 0. It's hard to imagine their intelligence gathering extended that far. Are you sure you're not just reading too much into it? In any event,
The day when the Arrogators begin a full-blown mobilization isn't far off. Well, the cargo we've been waiting for has finally arrived. Commence testing immediately. Yes, sir. That's much better. Oh hey, Kiosk hasn't come back yet? It looks like he's been caught by Dr. Doom. I don't think he'll be coming back anytime soon. Uh-oh, maybe he's getting in trouble for what that resting deadpan face-off is. Somehow I doubt that. I heard something about some new machine. Maybe it's got something to do with that? By the way, Lieutenant, a new model, huh? What? Could you please stop wandering around in a bath towel? It's hard for me to face you and talk. Oh really? Come on, it can't be that hard to face me. See? Gah. Was it a guy I just heard? Hey, don't get it right up in my face. What if someone else saw us like this? I'm back. ATX team, meet her at the hangar. Lieutenant Kioske. No. Lieutenant Exeline was just... Oh, this is getting complicated. Sorry, I didn't mean to interrupt. As you were. Wait, what? Oh, come on. You're not supposed to just write it off. Hold on, Kioske. Well, it looks like we are supposed to meet up. Roger. Jeez, and I just had a nice bath too. Okay, ich glaube, das dürfte die Episode gewesen sein für heute. Ja, das war die Episode für heute. Mal ganz kurz was gucken bei Units. Hat sich noch nicht viel getan. Okay. Ja, da tut sich ja bald was. So viel sei verraten. Deswegen warten wir da ein bisschen mit dem Geld. Gut, dann danke euch fürs Zusehen. Nächste Woche geht es dann weiter mit Ryoskis, Ryujis, wo gemerkt, Storyline. Und dann mit Kioskis Storyline. Bis dann, bye bye.